Guten Morgen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ist Tag 5, 6. Auf jeden Fall geht es von Gungolding bis nach Kinding. Und sollten so 16, 17 Kilometer sein. Mein Schlafplatz. Sieht das nicht herrlich aus? Habe ich gut geschlafen. Stand noch ein Trucker hinter mir, der hatte einen Koffer. Ich hatte schon vermutet, dass der ein Kühlaggregat dran hat, aber glücklicherweise nicht. Jo, und jetzt, heute ist ein bisschen später, 9:30. Ziehen wir los. In Kinding muss ich mir mein Ticket für den Bus, muss ich mir am Bahnhof holen. Und dann hole ich mir mein Auto wieder und morgen die vorerst letzte Etappe für diesen Urlaub. Von Kinding bis nach Beilngries sind auch nochmal so 16 oder 17 Kilometer. Also eine ganz entspannte Runde. Der Himmel grüßt heute weiß-blau. Die Wolken sind nicht in Rauten geformt. Da arbeiten wir noch dran. Und ja, ansonsten geht's los, ne? Überquere ich mal wieder die Altmühl, nachdem ich die letzten Tage ein bisschen drumherum gelaufen bin. Aber sie ist breit geworden, würde ich meinen. Das ist wieder ein Rastplatz und da oben ist die Burgruine. Von welchem Ort auch immer. Keine Ahnung, wo ich jetzt hier gerade bin. Ich muss jetzt auf meine Schulter aufpassen, nicht, dass ich mich wieder verfranse. Das hat mir gestern gelangt. Arnsberg, ich bin Arnsberg. Gehört zu Kipfenberg. Kipfenberg sind noch 6 Kilometer, 12 Uhr. Und heute bin ich müde. Leck mich. Richtig müde. Ich glaube, heute brauche ich einen Kaffee. Und wo ist meine Wegmarkierung? Das ist die Altmühlschlaufe. Da ist er. Oh. 1000 Wegmarkierungen, aber meinen nicht. Okay. Ich glaube, ich brauche nachher Kaffee und ein bisschen Kuchen und irgendwas, was meiner Seele Kraft gibt. Es ist vielleicht nicht unbedingt das Tollste für den Körper, was Süßes, aber naja, solche Tage gibt es auch. Ist nicht alles so toll. So, jetzt ist es wieder soweit. Mein Weg ist weg. In diesem Altenau. War er noch da? Bin ich dem letzten Schild gefolgt? Jedenfalls bin ich der Überzeugung. Und jetzt bin ich hier auf so einem schönen Pfad, wunderschönen Pfad, aber keine Markierung mehr. Der hat aber die richtige Richtung und dann gehe ich den heute einfach mal. Gestern wäre es die falsche Richtung gewesen, 180 Grad verkehrt. Aber heute stimmt die Richtung. Ich gehe Richtung Kipfenberg und dann tun wir das einfach. Ich habe keinen Bock, jedes Mal die Schilder zu suchen. In den Ortschaften, selbst dort, der war bis jetzt immer gut ausgeschrieben, aber vereinzelte Hänger sind mal drin, wo man an der Gabelung steht und da steht nichts und dann 200, 300 Meter weiter findet man aber ein Schild. Hier war das leider nicht so. Gut, dann sehen wir uns später. Mal gucken, wo ich rauskomme. Aber er führt ziemlich eben hier am Hang entlang. Es ist zwar kein schönes Panorama zu sehen, weil alles zugewachsen ist, aber ach, da ist mein Weg wieder. Der kommt jetzt von unten rauf. Ja, da schau her. Aha. Da war ich gar nicht so verkehrt. Wie gesagt, Richtung hat gestimmt. Wäre es hier rauf gegangen, da ist das Zeichen. Und da war eins. Okay, alles wieder gut. Puh, jetzt ging es aber nochmal berghoch. Mein Weg habe ich Gott sei Dank wieder. Und jetzt kriege ich endlich mal das mit diesen Schmetterlingen erklärt. Welche Arten das sind, wie das aussieht, wann die vorkommen.
Und das hier sind jetzt Kalkmagerrasen, nicht mehr Trockenrasen. Also wir kommen langsam in das Gebiet des Jura, weil da heißen die auch so. Und hier ist wieder ein lustiger Glücksbringer. Oh, hilft nichts. Boah, heute ist zäh. Heute ist zäh. Das wird heute ein hartes Stück Brot. Es geht wieder so richtig schön berghoch. Es ist herrliche Aussicht, aber an dieser Stelle starb am 4. November 1909 infolge eines Schlaganfalls der ehrengeachtete Herr Michael Meixner, 63 Jahre alt. So schaut's aus. Passt immer gut auf euch auf. Und wenn, möge es schnell gehen. Ja. Kinder, bin ich froh, wenn ich heute 17 Uhr, es sind noch über 6 Stunden, in Kinding bin. Am Automaten mir ein Ticket ziehe und dann noch rein zum Marktplatz laufe. Das sind auch noch mal so 2 Kilometer, 1,5. Yeah. Solche Tage gibt es halt, das ist richtig zäh. Die letzten Tage ging es mir richtig gut. Hat Spaß gemacht. Und, trotz Regen, scheißegal. Aber heute, naja, so ist es. Gehört dazu. Im Wald ein Zaun. Interessant. Ja. Und es geht weiter rauf. Aber schön schattig. Herrlicher Weg. Prima. Jetzt komme ich an einen ersten Aussichtspunkt und sehe, dieser Zaun ist tatsächlich real. Und hier wird Weidehaltung betrieben. Entweder Schafe nehme ich an. Oder ja, Kühe oder so, Schafe und Ziegen. Würde ich mal denken. Wow. Der Ausblick ist herrlich. Bin irgendwie fertig. 10:45. Stunde bin ich jetzt unterwegs. Aha. Den Hufen nach Ziegen und Schafe. Klasse. Stoppt da auch langsam ab. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Keine Ahnung, echt. Eine Bank. Bankpate Tanja. Thank you, Tanja. Wow. Na, das hat sich gelohnt. Finde ich schon. Jetzt muss ich mich kurz hinhocken. Ja, aus Arnsberg nicht. Was habe ich vorhin gesagt? Arnsberg. Genau. Na, wenigstens 4 Kilometer auf die Stunde. Halleluja. Ja, ist halt so. Läuft, sagt der Wirt. Läuft.
So, nach 1,5 Stunden habe ich Böhming erreicht. Der nächste Ort wäre dann Kipfenberg. Sollten noch 2,5 Kilometer sein. Geht's aber noch mal rauf. Da hinten ist schon Kipfenberg. Da sieht man schon die Burg, Schloss oder was immer das in Kipfenberg ist. Auf jeden Fall ist es in Sichtweite, aber ich gehe wahrscheinlich noch mal rüber in den Wald und ein bisschen hoch. Ja, und hier sind sogar alle Umsetzstellen markiert. Das ist der ganze Bootswanderweg auf der Altmühl gekennzeichnet. Hier dieses spezielle Stück. Scheint auch so eine Einsatzstelle zu sein. Böhming. Jo. Direkt an der Brücke. Wow. Jetzt habe ich einen Anstieg hinter mir. 20 Minuten richtig steil nach oben. Und der Hammer in die verkehrte Richtung, weil Kipfenberg liegt da. Puh, wenn du geistig schon irgendwo sitzt und einen Kaffee oder einen Cappuccino schlürfst, ist das, glaube ich, so nach dem Hagelschlag das Demotivierendste, was einem so passieren kann. Zumindest ging mir das gerade so. Puh, das war krass. Das war echt krass. So richtig durch den Wald, steil hoch. Und jetzt bin ich so weit, dass ich überlege, ob ich nicht Mittag mache und den Cappuccino oder Kaffee erst am Ende genieße. Nicht, dass der mich hier ein bisschen müde macht. Wobei Kaffee baut eigentlich immer auf, zumindest bei mir. Na, lassen wir uns überraschen, was ich letzten Endes tun. Hä? Offensichtlich bin ich hier an einem historischen Platz. Vielleicht gleich sehen, da vorne ist eine Tafel. Und ich glaube, Zeit für Mittag. Es ist 12 oder 5 vor 12. Hier habe ich eine Bank, Tisch. Ja. Jetzt gucken wir mal. Aufgepasst, der römische Wachposten auf dem Pfahlbug. Ah, da oben kann man raufgehen. Das sind Teile des römischen Limes. Ah ja. Na, da haben wir doch in der Schule mal was drüber gehört. Ja, und da geht es runter nach Kipfenberg. Und da geht es hinauf, denke ich mal. Mit Idealismus Ihnen zur Freude haben wir diesen Turm gebaut. Bitte behandeln Sie ihn pfleglich. Er soll auch Ihren Kindern noch Lehrstück sein. Freiwillige Feuerwehr Kipfenberg. Na, da gehen wir vorm Essen rauf. Okay. Schaut doch ganz. No. So schaut es hier aus. Cool. Gucken wir mal, ob man auf Terrasien rauskommt. Ne, haben sie zugemacht. Damit keiner runterfällt. Genau, verrammelt. Leute. Schön gemacht. Mahlzeit. So, meine Mittagspause ist beendet. Oh, die hat mir gut getan. Mal sehen, wie lange, keine Ahnung. Und ich habe kurz danach Kipfenberg erreicht. Einfach herrlich. Das ist ein Weg nach meinem Geschmack, genau nach der Mittagspause, so ein Verdauungsspaziergang. Dieser Weg verläuft ziemlich höhengleich. Allerdings höre ich so langsam die nahende Autobahn. Die A9 sollte das sein, Kindinger Berg. Und das sind jetzt wieder so die weniger romantischen Abschnitte, die es aber auf jedem Weg auch gibt. So, hier.
der Baumstamm hier sah von oben kommt aus wie ein Sarg. Das ist interessant, durch diese abgeschrägte Kante hat er aus der Entfernung diesen Anschein erweckt. Und dabei ist es einfach so ein Baumstamm. So, jetzt bin ich fast am Ziel. Das ist so ein Aussichtspunkt in Enckering. Da war ich ja schon oben. Na, unten, ganz unten sieht man die Autobahn. Oder auch nicht. Ist jetzt nicht so wild. Ich glaube, jetzt sind es noch 2 Kilometer bis Kinding. Und ja, resümieren wir mal. Heute der Anfang war zäh. War krass. Hat mich wirklich herausgefordert. Da war ich bald so weit zu sagen, boah, nee, wozu machst du diesen ganzen Kram? Aber dann ab der Mittagspause da an diesem Römerwachturm war der Weg durch diesen Wald war herrlich. Dann ging es mal ein Stück Teerstraße, dann kam wieder diese breite Forststraße, die ich jetzt die ganze Zeit hatte. Aber schlussendlich ja, bin ich zufrieden. Ist gut gelaufen. Es ist jetzt 2:30. Sagen wir mal, ja, ich werde jetzt noch meine Fahrkarte holen. Muss ich zum Bahnhof, das ist ein kleiner Umweg, aber schlussendlich werde ich so um 3:30 in Kinding sein. Und da gibt es meinen Kaffee. Weil da habe ich dann Zeit bis 17:20 bis mein Bus fährt vom Marktplatz. Ja, und dann haben wir diese Strecke auch gelaufen. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Und es würde mich auch das nächste Mal freuen, wenn du wieder dabei bist. Wenn es dir gefallen hat, mir vielleicht mal einen Daumen nach oben gibst oder einen Kommentar dazu schreibst. Kriege ich ja immer nicht so sehr viele. Vielleicht, weil ich so viel schreibe und so viel quatsche. Vielleicht gibt es deswegen weniger Kommentare. Auf jeden Fall, ja, war schön, dass du wieder dabei warst. Das Wetter hat gehalten, obwohl das heute früh anders aussah. Und ja, bleib gesund, bleib mir gewogen, bleib neugierig und geh ab und zu vor die Tür. Was soll ich sagen? Ansonsten bis zur nächsten Runde. Tschaußen, dein Olli.